Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch super. Ich freue mich eigentlich sehr, denn in den letzten Wochen sind viele neue Leute aus der ganzen Welt zu uns gekommen. Herzlich willkommen! Ich bin hoch aufgeregt und ich danke euch allen für eure Unterstützung. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohaddeseh, ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin. Und auf diesem YouTube-Kanal versuchen wir unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern, ohne dass wir uns auf die Grammatik konzentrieren. Wenn ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Es hilft mir sehr. Und ich versuche langsam und deutlich zu sprechen, aber wenn ihr dann noch Untertitel benötigt, stehen deutsche, englische und persische Untertitel zur Verfügung. In diesem Video werde ich euch einige sehr nützliche Deutschbücher zum Lernen vorstellen. Ich werde über verschiedene Bücher vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Niveau sprechen. Für fortgeschrittene Sprachlerner ist ein Selbststudium möglich, aber ich empfehle nicht, Deutsch von Anfang an im Selbststudium zu lernen. Ich glaube, ein Lehrer oder eine Lehrerin euch dabei helfen kann, die Grundregeln und die Ausspracheregeln auf eine gute Weise zu lernen, so dass für euch alles klar ist. Und wenn ihr Fragen oder Zweifel habt, könnt ihr euren Lehrer oder eure Lehrerin fragen. Und es ist ein Vorteil, ja? Aber auf eigene Faust kann es sein, dass ihr etwas falsch lernt und es bleibt euch im Gedächtnis hängen und es bereitet euch vielleicht Probleme auf höheren Niveaus. Okay? Übrigens braucht man Deutschbücher, wenn man Deutsch lernt, und heute sprechen wir darüber. Also, wenn ihr nun bereit seid, können wir beginnen. Okay, es gibt viele Bücher zum Deutschlernen auf dem Markt, wie zum Beispiel DAF Kompakt, Studio D, Schritte, Menschen, starten wir und so weiter. Und es kann für Deutschlerner verwirrend sein. Aber ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Diese Bücher sind alle für den Unterricht im Klassenzimmer konzipiert. Keines davon eignet sich zum Selbststudium. Daher müsst ihr einen Deutschkurs besuchen, um diese Bücher zu lernen. Wenn euer Lehrer oder eure Lehrerin diese Bücher gut kennt und gut beherrscht und die Schwächen und die Stärken kennt, kann er oder sie euch diese Bücher am besten beibringen. Ich meine, die Lehrmethode ist wichtiger als das Buch. Die Lehrmethode spielt eine wichtigere Rolle. Okay? Ich kann euch ein Beispiel geben. Ich habe selbst vor vielen Jahren mit Studio D angefangen, Deutsch zu lernen. Okay? Dieses Buch enthält viele gute Texte und Hörübungen, aber es mangelt an Vokabeln. Und die Texte handeln meist von veralteten Themen. Ja? Aber heutzutage unterrichte ich, starten wir in meinen eigenen Kursen. Es ist ein neues Buch, es ist ziemlich neu. Es wurde 2017 eingeführt und ist seit 2019 sehr beliebt geworden. Es erfreut sich seit 2019 große Beliebtheit. Es ist interessant und die Themen sind aktuell. Es geht zum Beispiel um die Rechte von Frauen und Männern und so weiter. Sehr interessant, aber es mangelt auch an Vokabeln und die Grammatik wird sehr langsam und Schritt für Schritt vermittelt, dass es sehr langweilig geworden ist. Okay, es kann sehr langweilig, verwirrend und vielleicht unzureichend sein. Aber als Lehrerin
kenne ich diese Schwächen, okay? Als Lehrerin bringe ich meinen Lernenden den Wortschatz selbst bei. Okay, wenn ich sehe, dass das Thema von der neuen Lektion zum Beispiel die Familie ist, unterrichte ich den gesamten Wortschatz im Zusammenhang mit Familie. Oder wenn ich die Grammatik unterrichte, unterrichte ich sie vollständig. Okay? Ich unterrichte zum Beispiel Nominativ, Akkusativ und Dativ ausführlich im Niveau A1. Aber das Buch erklärt nichts über die Adjektivdeklaration. Okay? So, wenn euer Lehrer oder eure Lehrerin die Bücher gut kennt und gut beherrscht, kann er euch optimal unterrichten. Okay? Und ihr könnt von dem Buch profitieren. So, das Buch ist nicht sehr wichtig, aber die Lehrmethode ist sehr, sehr wichtig. Es ist wesentlich. Und die neue Bücher sind interessanter vielleicht und die Themen sind aktuell. Deswegen ist es empfohlen, dass man die neuesten Bücher lernt. Aber ich glaube, dass die Lehrmethode wichtiger als das Buch ist. Abgesehen von Hauptlernbüchern gibt es einige Bücher, die als Ergänzung verwendet werden können. Es gibt zum Beispiel in der Hyperpublikation einige sehr nützliche Bücher, wie zum Beispiel Hören und Sprechen. Ja? Und diese Bücher enthalten viele gute Hörübungen. Und es gibt einige Bücher mit dem Titel Lesen und Schreiben, die Texte zum Lesen und Übungen zum Schreiben enthalten. Oder Wortschatz und Grammatik. Diese Bücher haben viele neue Wörter und Grammatikübungen und ich selbst liebe sie. Okay? Alle diese Bücher, Wortschatz und Grammatik, Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben, sind in verschiedenen Sprachniveaus verfügbar, von A1 bis Z2. Okay? Und wenn ihr mehr Grammatikübungen machen möchtet, gibt es auch dieses Buch namens Aktuell. Es enthält auch viele Grammatikübungen. Ich habe selbst die Übungen gemacht, ich habe das gelernt und ich finde sie sehr nützlich. Alle diese Bücher finde ich sehr nützlich. Wie gesagt, finde ich die Lehrmethode und die Lernroutine wichtiger als das Buch. Aber für B2 und C1-Studenten empfehle ich dieses Buch sicher. Das ist für B2, das ist für C1. Diese Bücher sind sehr hilfreich, sehr nützlich und sie verbessern alle eure Sprachkenntnisse, weil sie verschiedene Teile haben. Zum Beispiel Sprechen, Schreiben, Wortschatz, Grammatik, Hören, Sehen und Hören. Sehr hilfreich. Falls ihr noch kein Fortgeschrittener seid, können Kurzgeschichtenbücher in gekürzter Form sehr hilfreich sein. Und wenn ihr fortgeschrittene Lerner seid, könnt ihr natürlich Romane und Bücher und Zeitschriften lesen. Ich glaube, ihr wisst, dass ich mein Z2-Zertifikat erhalten habe. Ich habe mich selbst auf die Z2 Goethe-Prüfung vorbereitet und hier sind einige Bücher, die mir geholfen haben. Ich werde über die Bücher, die mir geholfen haben, sprechen. Hier sind zwei Bücher, die C1 und Z2 Lernenden helfen können, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Dieses Buch Sprechen, Schreiben, Mitreden ist eine sehr, sehr gute Quelle für Wortschatz und hat viele praktische Übungen zur Verbesserung eurer Grammatik und zum Schreiben komplexer Sätze. Okay? Und es gibt hier viele verschiedene Themen, wie zum Beispiel Tourismus, Sport, Schule, Wissenschaft und Zukunft, Werbung, Umweltschutz, ja, viele gute Themen hier.
Und UniSicher hat auch gute Bücher für fortgeschrittene Lernende. Dieses Buch heißt Wortschatzübungen für Fortgeschrittene. Okay? Es enthält viele gute Übungen und es hat mit Wortschatz zu tun. Aber es gibt auch ein anderes Buch, das ich nicht finden konnte, namens, okay, ich hab den Namen vergessen, aber hier haben wir dieses Buch. Ja, es hat viele gute Hörübungen für Fortgeschrittene. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr über Prüfungen sprechen. Es gibt einige Bücher zur Prüfungsvorbereitung. Sie ähneln genau den Prüfungsfragen und können euch helfen, euch mit den Fragetypen vertraut zu machen. Für meine Goethe-Prüfung habe ich Übungen aus diesen Büchern gemacht. Okay? Für B2-Studenten empfehle ich dieses Buch, Prüfungstraining, Goethe-Zertifikat. Mit Erfolg ist auch ein gutes Buch, das von A1 bis Z2 reicht. Mit Erfolg. Fit fürs Goethe-Zertifikat auch. Ja, es enthält Tipps und Übungen. Station auch. Ja, Ende Station ist für Z2-Prüfung vorgesehen. Es enthält viele Übungen, viele Fragen. Sehr schwer, aber hilfreich. Diese Bücher dienen der Vorbereitung auf die Goethe-Prüfung. Aber es gibt auch andere Testbücher für andere Prüfungen, wie zum Beispiel TestDaF oder ÖSTER. Okay? Aber im Allgemeinen vor einer Prüfung sind Testbücher immer hilfreich und notwendig. Bitte vergesst nicht, dass ich in diesem Video nur über die Bücher gesprochen habe und nicht über alle Möglichkeiten, die euch beim Deutschlernen helfen können. Denn wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet oder Deutsch lernt, reichen diese Bücher nicht aus. Okay? Ich habe in einem anderen Video über die Techniken und Strategien zum Erlernen einer Sprache gesprochen. Okay, es ist dunkel geworden. Also die Bücher, die ich in diesem Video vorgestellt habe, waren die Bücher, die ich während meiner Lern- und Lehrjahre kannte. Natürlich gibt es auch viele andere Bücher auf der ganzen Welt, die euch beim Deutschlernen helfen können. Bitte sagt mir, welche Bücher ihr auch sehr hilfreich findet. Bitte sagt mir in den Kommentaren. Und wichtig ist, dass ihr euch nicht mit zu vielen Büchern umgeben und Angst bekommen. Wählt stattdessen einige gute Lernmaterialien aus und habt eine Lernroutine. Okay? Ich meine, besucht einen Deutschkurs, macht Grammatikübungen, sprecht Deutsch, lest Bücher, hört Podcasts, ich weiß nicht, schaut euch Filme an und so weiter, okay? Das ist sehr wichtig, dass ihr eine Lernroutine habt. Okay, das ist dann alles. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn euch das Video gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Video.